Ich bin Lucy, ich bin Bayern 04-Fan, seit ich 9 bin jetzt seit 4 Jahren dabei und bin Teamleiterin Fanbeauftragte. Ihr begleitet uns heute hier auf unserer Reise nach Lissabon, macht das ganze Thema mit von der Ankunft bis zur Abreise. Wir sind in unserem Team ja 7 Leute. Wir werden 5 davon mitnehmen, weil wir da halt diese Besonderheiten haben, auch am Eingang, dass man in verschiedene Gruppen geteilt wird. Team and players? Yeah. Yeah. You want to start for there or it's For okay us, for you? yeah. Or you? Yes, that's sightseeing. It's good. Okay, so let's do it. The entrance of the supporters. Another line. There's no problem. Ah. He's even more amazed than me. Carsten is like, his heart is crying at the moment. All this area. From these fans to the next one. And we have here more than 2,000 seats, so space enough. 1,600 or something. So seats are from here to the top. Yeah. And they are free to sit wherever they want. Wo seid ihr dann jetzt als Fanbeauftragte hier positioniert im Block? Also gibt es da spezielle Plätze für euch? Oder? Wir verteilen uns im Block und reagieren dann immer auf Situationen, wenn irgendwo Hilfe gebraucht wird, sind wir als Ansprechpartner für alle immer da und wie gesagt, dann ist wirklich, verteilen uns in der Umgriffebene im Block, aber es gibt keinen bestimmten Bereich, wo wir uns aufhalten. Das variiert immer sehr. Hier treffen natürlich dann vielleicht so ein paar Leute dann aufeinander. Ne? Man hat Sprachprobleme, Sprachbarrieren. Man weiß nicht, man ist das erste Mal das erste Mal ist man nicht hier, aber das erste Mal nach so ein paar Jahren. Da muss man halt gucken, ob das dann auch wirklich so läuft, wie es ist. Die Polizei ist hier ein bisschen anders drauf, als wir es aus Deutschland kennen. Deswegen müssen wir morgen mal gucken. Aber bisher ist die Einweisung ganz gut. Der Sicherheitschef wirkt sehr nett und kompetent. So, angekommen, Stadion besichtigt, Tag jetzt vorbei. Yes, jetzt war es schon mal ein langer Tag, morgen wird noch länger. Genau, wir haben jetzt einfach alles für heute durchgemacht, einmal Stadion gesehen, sind hier gut angekommen. Ja, jetzt schauen wir mal, was morgen so bringt, ne? Wir testen jetzt einmal den Weg vom Meeting Point zum Stadion, damit heute Abend alles reibungslos klappt. Weil zu dritt ist dieser Weg deutlich einfacher zu meistern als heute Abend mit 500. Wir gehen jetzt noch den Weg bis zum Eingang der Gäste, um einfach noch zu gucken. Da kommt gleich noch eine kleine Unterführung, die ein bisschen enger wird. Und dann gucken wir uns einfach schon mal an welchen Positionen dann später die Ticketkontrollen stattfinden, wo der Ordnungsdienst steht, um die Körperkontrollen zu machen und wie man dann genau ins Stadion kommt. Das tägliche Wiederkehren von Bekannten, Freunden, die man am Spieltag trifft, mit denen man quatscht, sich austauscht. Es fängt bei den kleinen Dingen an, wie ein Vater mit Kind, dem man kurzfristig vielleicht noch eine Eintrittskarte vermittelt hat von jemandem, der krank geworden ist und die dann doch das Spiel sehen konnten und sich tierisch freuen. Wir hatten natürlich schon unsere Vorbesprechung im Fanhaus, haben uns da die ganzen Unterlagen von Lissabon schon mal angeguckt, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Unter anderem die Fahrt mit der U-Bahn und den Weg zum Stadion. Beim letzten Gastspiel in Lissabon waren wir im rechten Block, also bei 29. Okay. Das musst du impfen. Ja, aber das ist interessant. Weil jetzt sagen, also ja, wir gucken einfach mal, wie viele wir verkaufen und wo wir dann, ich meine, am Ende ist es wurscht. Am Ende sind wir wieder unterm Dach. Vielleicht sollten wir dann aber mal vielleicht noch mal klären, aber keine Ahnung, ob wir da Erfahrungswerte haben, das habe ich tatsächlich jetzt auch nicht von den Münchnern gehört. Ob man da irgendwie dann Speisen und Getränke irgendein Problem sind im Oberrang. Du meinst wegen runterwerfen? Ja, das ist halt immer ein gewisses Potenzial und wir kennen es halt aus München, dass es dann verboten Getränke mit reinzunehmen. Da ist halt ganz gut, dass wir jetzt nochmal den Abgleich haben und einfach dem, was wir jetzt an Erfahrungen nochmal vor Ort mitnehmen. Ja, Puffy war ja lange Zeit, in der Fanbeauftragung ist es ja auch immer noch. Ihr habt ja so ein Stück weit jetzt in seinem Aufgabenbereich das Erbe angetreten. Wie hast du Puffy noch erlebt? Ja, ich habe Puffy schon als kleines Kind kennengelernt. Wenn ich mit meinem Vater damals auswärts gefahren bin, bin ich an der Hand neben ihm her spaziert und das erste war am Bahnhof vor dem Sonderzug Puffy begrüßen. So habe ich Puffy kennengelernt und das ist quasi der Weg und mit all seiner Erfahrung hilft er uns natürlich auch immer noch bei schwierigen Fragen weiter, wenn wir etwas von ihm benötigen. Ich hatte aber auch immer Leute im Hintergrund, die mir geholfen haben. Entweder waren es Ehrenamtliche oder auch einfach nur Fans, die gesehen haben, der Puffy schwimmt, dem müssen wir helfen. Oder wenn jetzt auch in einem großen Team, muss man sich immer auf den jeweiligen Kollegen verlassen. Und
Das ist, glaube ich, die Herausforderung, dann eben auch zu funktionieren. Man will ja was erreichen, man will ja Stimmung haben, man will einen guten Eindruck also auch in der jeweiligen Stadt dann auch hinterlassen. Warum ist so eine Stelle, also als Fanbeauftragte ihr im Team, wichtig für einen Verein? Es gibt Herausforderungen, wenn es Probleme gäbe, wenn die Leute nicht wüssten, an wen sie sich wenden könnten. Also wir sind ja eigentlich wirklich immer für alle Themen da, die von Anreise, Stadioneintritt, Stadionbesuch, Verlassen des Stadions, selbst der Parkplatz, selbst Probleme auf An- und Abreise, wo wir die Connections haben zu den Leuten im Verein, zu der Polizei oder auch zu anderen Stellen wie Fanprojekt und Co. Deswegen ist das so als Multiplikator, der alle Fans zusammenzieht und hält, gar nicht verkehrt, dass es das gibt. Fanblock jetzt am Stadion. Welche Risiken seht ihr hier für heute Abend? Ja, also hier ist natürlich besonders gut, dass wir uns angeguckt haben, weil wir die Gegebenheiten noch nicht kannten. Wir haben halt einen hingestellten, aus Bauzäunen, so sieht es zumindest aus, Gästeeingang. Besonderheit ist, er ist nicht wirklich mit Drehkreuzen, es ist so alles per Hand, ne, eine Ticketkontrolle und auch dann die Personenkontrolle. Wir wissen nicht, was kommt, ne, wir kennen die Sprachbarriere ist da, das als Risiko. Wir wissen nicht unbedingt, wie es läuft. Wir haben uns einfach mal ein Bild von der Situation gemacht und es hilft uns wahrscheinlich dann heute Abend. Es gibt Länder wie England oder auch die Niederlande, wo man sich super Deutsch, Englisch unterhalten kann mit den Kollegen vor Ort. Zur Bundesliga der Vergleich ist auf jeden Fall, dass wir die Kollegen auf einmal hier Timing. Lucy, jetzt hast du ihn unterbrochen. Schön, dass Lucy gerade auch reinplatzt. Wir teilen uns auf, ihr seht es. Lucy ist bei dem Security-Meeting mit den Sicherheitsleuten von beiden Vereinen und lässt sich nochmal alles zeigen, was Besonderheiten so auf, ich sag mal, organisatorischer Ebene ist. Wann wird Stadionöffnung sein? Wie reisen die Gästefans an? Wie kommen die Heimfans? Für unseren Unternehmensschutz auch sehr wichtig, wie reist die Mannschaft an? Um wie viel Uhr? Mit Eskorte, ohne Eskorte? Also hier geht es wirklich um alle sicherheitsrelevanten Themen. Und wir teilen uns auf. Lucy ist beim Sicherheitsmeeting. Wir drei, wie ihr gerade gesehen habt, haben die Bahnlinie abgefahren. Und wo ist Carsten? Ich wollte es gerade sagen, wir sind heute so zu fünft hier. Carsten ist beim Youth League-Spiel und macht dort dann Fanbetreuung. Und so haben wir uns hier zu fünft aufgeteilt. Wir sind jetzt in Lissabon in der Theorie am Meeting Point. So zwischen 5 und halb 6 soll es weitergehen mit der Metro. Ja, hoffen wir mal, dass es, wenn dann regnet und nicht mehr danach, wenn wir dann die paar Meter zum Stadion laufen. Sonderzug gibt es nicht, möchte die Polizei nicht. Deshalb versuchen wir einfach alle in eine Bahn zu bekommen, die voll zu haben. Und dann ist es ein Sonderzug. Was ist das, Lucy? Das sind eigentlich Ordnerleibchen der UEFA, die wir lange Zeit jetzt getragen haben. Wir haben nochmal eigene bestellt, worauf erkenntlich wird, dass wir Fanbeauftragte und keine Ordner sind. Allerdings sind die bei der Polizei bekannt und insofern nutzen wir die trotzdem gerne, damit man auch weiß, dass wir Fanbeauftragte sind und somit einen offiziellen Job hier haben. Du musst erstmal alle Tickets kaufen und erst wenn alle Tickets gekauft haben, lassen die nächsten 60 Leute rein. Und dann müsst ihr so lange warten, bis alle drin sind und dann geht's in den Zug. Keine Flaschen, die müsst ihr schon hier oben abgeben. Ich habe gerade eben noch mal mit der Polizei Rücksprache gehalten. Wie es aussieht, sind einige Stationen der blauen U-Bahn-Linie mit so viel Wassermassen überflutet worden, dass aktuell kein U-Bahn-Betrieb möglich ist. Die Polizei hofft, dass sie es in einer halben bis dreiviertel Stunde erledigt bekommen, was natürlich genau die Zeit ist, an der wir losfahren wollen, Richtung Stadion. Das heißt, aktuell würde es so gerade eben aufgehen. Also die U-Bahn-Fahrt wäre ungefähr 20 bis 25 Minuten. Das heißt, wir wären im Bereich sicherlich von 1,5 Stunden, die ein Fußweg dauern würde. Tim, das sind dann so Sachen, die man nicht vorab planen kann, richtig? Das sind die Sachen, die man nicht vorab planen kann, genau. Statt jetzt das Update, bis jetzt fahren wir mit der Bahn, es sollte alles funktionieren, die sind wieder frei, also gerade die blaue Linie, die irgendwie davon betroffen war, von dem ganzen Regen. Soweit läuft alles, wir hoffen, dass es weiterhin läuft, aber wir wissen nie, was passiert. Wie man sieht, es regnet weiterhin. Also ich laufe jetzt hinten dran, gucke, dass ich so die Letzten mit aufsammle, die noch mit uns mitfahren wollen. Tim und Lucy gehen ein bisschen voran und ja, dann hoffen wir, dass wir alle pünktlich und munter ankommen.
Also bis jetzt alles ganz ruhig. An sich hat alles gut funktioniert. Wir hoffen, dass wir alle beisammen haben und dass auch alle jetzt keine Probleme hatten, aber an sich alles super bis jetzt. Das ist immer so eine Frage für dich ja als junge Frau, auch in so einem Trubel ist ja immer noch stark auch von Männern, alkoholisierte Männer, Polizei an jeder Ecke. Wie gehst du damit um? Bist du damit cool oder ist da innerlich bei dir auch so ein bisschen Aufregung? Also natürlich hat man da so ein bisschen Respekt vor, aber sonst würde ich den Job nicht machen. Also ich habe mich daran gewöhnt, ich habe damit auch kein Problem. Ich weiß, wie ich mich in Situationen zu verhalten habe und dementsprechend denke ich, dass es mir hier trotzdem ganz gut geht. Ja, und im Notfall habe ich ja auch noch meine Kollegin, die dann wahrscheinlich auch einspringen würden. Aber ein bisschen tough muss man ja sein als Mensch. Natürlich, also ich sag mal so, es ist nicht ohne, vor allem wenn es dann mal Stress gibt, aber ja, ich weiß, worauf ich mich hier eingelassen habe und dementsprechend bin ich damit ganz d'accord. Also Einlass läuft bis jetzt, es sind ja schon fast alle drin, würde ich behaupten, ganz gut gelaufen. Natürlich gibt es so ein paar Einzelfälle, wo es dann mal Probleme gibt, aber das haben wir bis jetzt auch ganz gut gelöst bekommen. Ein paar sind wir gerade noch dran, aber ja, also alles ganz ruhig, funktioniert super, eigentlich bis jetzt keine Probleme. Du stehst hier relativ entspannt, lachst auch noch, wirkst sehr ruhig. Ist das für dich so für einen Auswärtstag eher eine entspanntere Sache? Tatsächlich heute relativ entspannt, aber ich finde, man muss auch selber eine ruhige Position mitbringen, ansonsten funktioniert das hier nicht. Weil wenn du selber gestresst bist und dann noch gestresste Leute auf dich zukommen mit ihrem Problem, dann kommt man da nicht auf einen Nenner und findet auch keine Lösung dafür. Dementsprechend immer ein bisschen gelassener bleiben, damit man dann auch einen klaren Kopf hat, wenn es mal zu irgendwelchen Situationen kommt. Bis jetzt auch alles sehr friedlich und super. Also bis jetzt läuft alles klasse. Ich tippe, dass wir 2-1 gewinnen. Du bist aber ja langjähriger Bayer-Fan schon. Ist das so ein bisschen schade für dich oder sagst du, die Leidenschaft zum Beruf, die überwiegt da? Die überwiegt definitiv. Aber man muss auch sagen, dass mit der Meisterschaft sich doch schon etwas geändert hat. Man hat den Höhepunkt mitgekriegt und jetzt kann man sagen, was jetzt noch kommt, ist alles eine Zugabe. Und wenn man das mit dem Verein machen kann, den man über alles liebt, ist natürlich noch besser. Es gibt immer den schönen Spruch, du hast dein Hobby zum Beruf gemacht, aber vom Hobby bleibt nicht mehr viel übrig am Spieltag. Man sieht nicht immer viel Fußball. Es gibt auch Spiele, wo man keine Sekunde Fußball sieht. Wir haben gerade das Kuriosum, dass wirklich Fans zum falschen Stadion gefahren sind und die jetzt auf dem Weg jetzt erst hierhin sind. Aber sonst sind fast alle da, ja. Ja, das kann ja mal passieren. Ne? Es gibt ja in einem Stadion, nein, doch nicht das 1-0. Aber in einer großen Stadt mit 2 großen Vereinen kann man ja mal sich vertun. Wir haben uns so verteilt, dass wir alles im Block irgendwie erreichen können. Und meine Aufgaben sind halt, Bewegungen im Block zu sehen, wenn irgendwas ist und dass wir sofort eingreifen können oder auch wenn die Leute ansprechbar sind. Als Teil des Teams habe ich zum Team schon mal gesagt, es gab immer den Slogan, die andere Familie. Und ich glaube, gerade im Team stimmt das wirklich. Jeder steht für jeden, gerade wenn irgendwas sein sollte. Und das macht das Team wirklich aus. Wir haben die Infos, dass es eine 30-minütige Blocksperre geben wird, aber dass die Fans auf Toilette gehen können und auch Getränke zu sich nehmen können, was nicht immer möglich ist und daher immer ein Brennpunkt ist. Aber wir haben schon von Kollegen aus Freiburg und Frankfurt gehört, dass in Piräus angeblich 90 Minuten werden. Das ist natürlich dann eine andere Hausnummer. Mit 30 Minuten, ich glaube, kann man bei so einem Europapokalspiel leben, wenn man sowieso schon noch 3 Stunden nach Hause fliegen muss. Drei Punkte, ganz wichtige Punkte. Alle werden jetzt zufrieden nach Hause fliegen und perfekte Tour.
Wie geht's jetzt weiter in der Blocksperre? Bleibst du hier oder gehst du woanders hin? Ich bleibe jetzt erstmal hier, gucken, wie sich das entwickelt. Spiel vorbei, Tag jetzt auch vorbei. Wie fällt dein Resümee aus? Hat alles geklappt? War ein langer Tag, war mal wieder, wie es typisch ist, international, ein bisschen wilder. Wir hatten sehr bescheidenes Wetter, wir hatten wieder viele lustige Dinge, Leute, die das falsche Stadion gewählt haben. Aber auch schöne Dinge. Wir hatten jemanden, der hatte seinen Personalausweis verloren und hat uns schon nach dem Rat gefragt, weil er eigentlich in ein paar Stunden zurückfliegt. Das wurde dann kurzzeitig noch gefunden. Jetzt fahren wir bringen wir erstmal noch alle zur Bahn, fahren mit den Leuten nochmal in die Stadt und dann ist der Arbeitstag dann irgendwann mal vorbei.